Die Doppelwassergräben in Aachen, großen Preis, da muss man sagen, das hat ihn schon eine Zeit an Image gekostet, weil da ist er der erste oder nicht der erste und nicht das letzte Pferd auf internationalem Topniveau gewesen, das den scheitert. Und wenn das damals zu Anfang der Karriere gewesen wäre, das hätte schon einen schönen Knick gegeben, aber am Ende war er über alle Zweifel erhaben. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Stempelhengste-Podcasts. Dies ist eine etwas andere Folge, denn Ina ist im Urlaub und so bekommt ihr diesmal nur meine Stimme zu hören. Meine Stimme und die meines Interviewpartners natürlich. Anders als angekündigt geht es in dieser Folge leider nicht um einen Dressurhengst, denn erstens kommt alles anders und zweitens als man denkt. Dieser Spruch war wahrscheinlich noch nie passender als in dieser aktuellen Situation. Auch wenn die Corona-Beschränkungen gelockert sind, kann von Normalität auf jeden Fall noch nicht die Rede sein. Ich war erneut in Elmshorn beim Holsteiner Verband und habe mit dem Geschäftsführer Norbert Bohley gesprochen. Wir sprechen gemeinsam über Cassini I, den Kapitolsohn, der sozusagen die Weiterentwicklung seines Vaters und selbst eine Legende ist. Er ist das, was ich mir auf jeden Fall immer unter einem Holsteiner vorgestellt habe. Groß, Schimmel, springgewaltig. Hören wir doch am besten gleich mal rein. Können Sie sich an Ihre erste Begegnung erinnern? Wann haben Sie Cassini I zum ersten Mal gesehen? Erinnern schon, das war auf dem Hof von seinem Züchter, von Jan Hermann Clausen in Neunkirchen. Das war eigentlich so die Zeit, in der Kapitol-Nachkommen unwahrscheinlich gesucht waren. Und ich hatte mich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet, Fohlen von Cassini zu kaufen. Und habe schwerpunktmäßig danach gesucht, nach Kategorie 2 Stuten, die gerade so im Dithmarscher Raum vorhanden waren. Und das war eigentlich der Anlass, dort auf den Hof zu fahren, das Fohlen anzugucken. Und das war, glaube ich, so eine Entscheidung auf den ersten Blick, dass das interessant werden könnte. Warum? Was haben Sie in ihm gesehen? Ja, zum einen die Mutter, das war eine große, wo ich sagen würde, so eine typische Holsteiner Stute, also schon ein wuchtiges Pferd, aber mit viel Blut und Ausdruck und Kraft, die das Pferd irgendwo zeigte. Und daneben lief ein sehr, sehr gelungenes Fohlen, typisch so für die Kapitolnachkommen, natürlich mit dem Gesicht und großen Augen und was ja bei Kapitol nicht immer so selbstverständlich war, auch eine sehr gute Bewegungsqualität und ja, das macht es eben aus. Und wie kam er dann zum Verband? Also Sie haben sich dann direkt gesichert oder? Ja, das ist ja Aufgabe des Verbandsgeschäftsführers, auch für den Nachwuchs zu sorgen in der Hengsthaltung. Und gerade in der Zeit haben wir uns im Ankauf von Fohlen also sehr aktiv gezeigt. Da haben wir in den Jahren 100 oder 150 Fohlen im Land hier aufgekauft und haben die dann auch über Verträge den Aufzüchter weitervermittelt. Und so war dann auch der Werdegang von Cassini. Was ist dann passiert mit dem Fohlen? Zu der Zeit hat der Verband so ein System entwickelt, dass wir interessante Aufzüchter mit ins Boot bekommen haben. Denen haben wir diese vom Verband schon gekauften Fohlen gezeigt und mit Anpaarungsverträgen versehen, sodass gesichert war, dass dieses Fohlen denn zur Körung wieder zurückkam, vorgestellt werden musste und auch in dem Vertrag schon weitgehend festgelegt wurde, welcher Rückkaufspreis denn auch für diese dann gekürten Hengste bezahlt werden würde, weil das war eben so meine Idee. Der Verband wollte das möglichst weit streuen, aber auch kein Risiko eingehen, denn verrückte Preise zahlen zu müssen. Und
das hat sich eigentlich als sehr erfolgreich erwiesen. Ich hatte damals mit Herrn Kraut, der aus Süddeutschland kam, er ist leider verstorben, der hatte ein großes Industrieunternehmen und hatte sehr großen Spaß dran, in seinem Gestüt eben Fohlen aufzuziehen, die zur Körung vorzustellen, und so ist es auch mit Cassini passiert. Hatte Glück, muss ich sagen, dass es diesen Vertrag gab, denn Herr Kasper aus Süddeutschland, ja wohlbekannter Hengsthalter, das war damals noch der Senior, hat mich in Stuttgart auf dem Turnier damals angesprochen, da war Cassini kurz vor der Körung und sagte, ach, der könnte doch gut in Süddeutschland bleiben, und ich zahle Herrn Kraut einen guten Preis, aber der muss doch nicht in Holstein zur Körung oder nach Herrn Holstein. Und ich so, nee, ich bin ja nur Angestellter des Verbandes, die Sachen sind so geregelt, der Weg ist vorgezeichnet, und jetzt warten wir jetzt mal ab zur Körung, ob er gekürt wird, ja oder nein. Und wenn er dann gekürt wird, glaube ich, würde ich ihn bestimmt gerne übernehmen. Und so ging es dann. Ja, und die Körung hat dann auch gut absolviert. Ja, also sag mal, das ist ja das, was das Pferd so lange her sich sportlich betätigte, einfach ausmachte. Der hatte eine unwahrscheinliche Art zu springen, super Technik und Kraft, und das zeigte er damals schon als Zweijähriger auch. Und ist er dann auch von den Holsteiner Züchtern gleich gut angenommen? Ja, ist gleich gut angenommen worden. Ne? Ja. Weil das war natürlich schon eine gewünschte Abstammung mit Capitol und Caletto 2 und wie gesagt, die Hengste werden in der Verkörung schon mal von den Züchtern an Augenschein genommen und dann nachher bei unseren Hengstvorführungen auch, und da ging schon, ja, wie man so schön sagt, die Post schon auf. Ging der auf ihn los. Aber er hatte ja nicht nur die Zuchtkarriere, sondern er war ja im Sport selbst aktiv. Das ist eigentlich so das, was bei uns ja schon immer parallel läuft, und diese sportliche Karriere, die war eben insofern ein bisschen vorgezeichnet. Er hat eine sehr gute Hengstleistungsprüfung gemacht, hatte weit über 130 Punkte damals in dem alten System noch. Und in der Zeit war Bo Christoffersen bei uns erster Bereiter, und da ging das 5-jährig so langsam los. 6-jährig hat der, ich glaube, 4 Qualifikationen zum Bundeschampionat, also mit Weile teilweise gewonnen. Hat auch eine Prüfung am Bundeschampionat, die Finalqualifikation, gewonnen und war da schon, glaube ich, auf einem guten Weg. Wobei man sagen muss, dass das beim Holsteiner Verband Bundeschampionat eine gewisse Wichtigkeit hat, aber sag mal, der Blick auf die weitere Zukunft doch ein bisschen mehr im Fokus steht, und so war es dann auch bei Cassini, der dann eben, sag mal, Bundeschampionat als einen guten Zwischenschritt absolviert hat. Ja, und er ist ja nicht immer von Bo Christoffersen geritten worden, er ist ja dann irgendwann zu Franke Slotag auch gewechselt. Wie kam es dazu? Ja, das ist eigentlich das, was ich unseren Mitarbeitern hier an diesem Tisch immer gleich sagen muss. Holsteiner Verband, erste Bereiterstelle sieht so aus, dass man, glaube ich, sehr gute Möglichkeiten hat, junge Pferde zu bekommen. Irgendwann kann im Verlauf dieser Karrieren sich die Situation einstellen, dass wir sagen, so, das Pferd ist jetzt so gut, jetzt muss ein internationaler Topreiter dieses Pferd in den Beritt bekommen, um einfach auch, sag mal, den letzten Erfolg dann auch realisieren zu können. Und so war es eben bei Cassini und Bo. Ich finde, das war so eine Win-Win-Situation für beide. Er hat das Pferd sehr erfolgreich 7-jährig vorgestellt, auch 8-jährig denn schon in guten Prüfungen geritten, Europameisterschaft mit ihm geritten in Mannheim. Das ist ja auch für einen Reiter aus Dänemark, glaube ich, auch schon ein reizvolles Ziel, mit einem guten Pferd zur Europameisterschaft zu gehen. Und es stand bereits vor der Europameisterschaft fest, dass das Pferd danach denn zu Franke ging. Und das war eben so. Bo hat ja mehrere gute Pferde in den Sport gebracht, die dann alle letztendlich bei Top-Reitern wie Jost Lansing, Frank Slotag oder Ludger Beerbaum denn in Beritt gingen, aber das war, glaube ich, schon ein guter Weg. Und er hat also das Deckgeschäft und das Sportliche parallel laufen gehabt, das funktioniert? Sag mal, das richtige Pflegmal, der hat das nervlich gut weggesteckt, und das ging dann wirklich gut. Ja, also da gab es keine Probleme. Nee, also in der Zeit, als er hier bei uns in Elmshorn bei Bo im Beritt war, dann lief das gleichzeitig, Zucht und Sport, und nachher bei Franke ging das eben dann über Gefriersaal.
Und was würden Sie sagen, was hat das Pferd ausgemacht? Was war sein besonderes Talent von dem Springen abgesehen? Ja, er ist doch ein großer Verehrer geworden, wenn man das so sieht. Ne? Er hat mit Kumano einen Weltmeister gemacht, hat zahllose, sehr gute Pferde im Sport gegeben und hat doch, glaube ich, eine besondere Linie in der weltweiten Springpferdezucht aufgebaut. Ja, das wäre eigentlich auch schon die Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich wie würden Sie den Einfluss von Cassini heute auf die Zucht einschätzen? Also der ist doch schon groß, also das vermischt sich ja so ein bisschen, oder es ist einfach Tatsache, dass sich die beiden Cs da von Col de la Brea und Capitole irgendwo so ein bisschen vermischen und man gar nicht so genau zuordnen kann, was welche Bedeutung hat. Aber ich glaube, Cassini, das war doch der Nachkomme von Capitole im nächsten Schritt. Und wenn man sieht, wie viel sportliche und züchterische Pferde er gebracht hat, dann muss man schon sagen, das ist ein Ausnahmehengst gewesen. Leider war seine Karriere ja nicht so lang als Steckhengst. Ja. Die Fakten zu Cassini 1. Der Schimmelhengst wurde 1988 bei Züchter Johann Hermann Clausen geboren. 2 Jahre später erhielt der Holsteiner von Capitol 1 mal Caletto 2 die Körung. Im Holsteiner Verband wurde der Hengst vom dänischen Springreiter Bo Christoffersen geritten, bevor er Ende der 90er Jahre in die fördernden Hände von Franke Slotag kam. Nicht nur sportlich war der Schimmel hoch erfolgreich, auch seine Nachkommen können sich sehen lassen. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf knapp 5 Millionen Euro. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei rund 150.000 Euro. 2014 verstarb der Hengst im Alter von 26 Jahren. Werbung. Das Reitsportmagazin ist der Partner in Sachen Turniersport im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Neben den Turnierausschreibungen und Berichten aus dem Sport, Vereinsgeschehen und den News aus der Szene erwarten den Leser hier spannende Artikel zu Gesundheit, Haltung, Ausbildung und Ausrüstung. Mit exklusiven Home Stories bei Stars des Sports und aufstrebenden Sternen wird das Magazin abgerundet. Das Reitsportmagazin schenkt euch jetzt 2 Hefte. Wer zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 2020 ein Premium-Abo abschließt, erhält 2 kostenlose Ausgaben. Mehr Informationen zur Aktion findet ihr auf der Homepage www.reitsport-magazin.net und in unseren Shownotes. Können Sie sich an den ersten Fohlenjahrgang erinnern von ihm? Ja, der erste Fohlenjahrgang war eigentlich ähnlich, wie er selber war. Ne? Viele so ein bisschen arabisch geprägte Nachkommen und wie gesagt, weil der Hengst so außergewöhnlich springen konnte, war auch von Anfang an große Nachfrage nach dem Hengst. Der stand, ich denke, ja, die ersten Jahre in Solvenfeld auf Station, hatte da das Glück, auf viele Carettino-Stuten zu treffen, und das war ja eigentlich so ein bisschen diese Passerpaarung Cassini mit Carettino-Stuten, das war eigentlich was klappt. Das funktionierte eigentlich immer. Ne? Das war sowohl für den Züchter als auch für den, der sich mit dem Pferdekauf befasste, eigentlich immer keine große Frage, ob da was Gutes bei rauskam. Also das klappte im Prinzip immer hervorragend. Und das zeigt ja auch der Markt, dass da ja sehr viel Nachfrage nach diesen Fohlen war. Und würden Sie sagen, man kann Cassini-Nachkommen an irgendwas erkennen? Wenn man jetzt auf dem Abreitplatz, sage ich jetzt mal, 50 Pferde laufen hat, könnte man da die Cassinis rausfiltern? Ich glaube schon, wie gesagt, ich rede immer davon, so ein bisschen die Gesichter, die Augen, auch ein bisschen der dicke Hals, den er hatte und den er auch mitvererbt hat. Aber die konnte man schon sehen. Also ich bin ja öfter mal in Amerika auch gewesen, und wenn da so keiner über eine Abstammung Bescheid wusste zu der Zeit in Amerika, so diese Cassinis, die konnte man dann schon erkennen und da mal hingehen und fragen. Und da kriegte man dann auch meistens recht, da waren dann viele Cassinis. Ne? Ja, und jetzt mal vom Züchterischen und vom Sportlichen ein bisschen weg. Wie würden Sie ihn als Pferd beschreiben? Was hat er so für einen Charakter gehabt? Also der hat einen super Charakter eigentlich für ein Pferd, das am Ende in so einen Leistungsbereich
vorstößt, war er eigentlich vor der Umwelt relativ unbeeinflusst. Das hat ihn also, der kümmerte sich wenig um das Geschehen drumherum, war fokussiert auf seine Arbeit als Sportpferd, aber der war auch nicht schwierig im Umgang als Hengst, oder den konnte man auch gut mit anderen Pferden verladen. Das war eigentlich sehr unkompliziert. Sehr unkompliziert, ne? Ja. Gab es jemals irgendwie gesundheitliche Probleme oder wo er ein bisschen... Nee, das muss man eigentlich sagen, der hat seine Karriere schön durchgezogen. Er hatte keine längere Pause und wenn man von so einem negativen Punkt sprechen will, das waren die Doppelwassergräben in Aachen, großen Preis, da muss man sagen, das hat ihn schon eine Zeit an Image gekostet, nicht? Weil da ist er der erste oder nicht der erste und nicht das letzte Pferd auf internationalem Topniveau gewesen, das den scheitert. Und da ist es schon so manchmal ein bisschen befremdlich, wie denn der eine oder andere sogenannte Pferdemann reagiert. Dann hat das Wert von jetzt auf nachher gar keinen Wert mehr anscheinend. Das ist wie so eine total abstürzende Aktie. Und das ging ja erst wieder hoch, als seine Nachkommen zeigten, dass sie super Sportpferde waren. Aber wenn das zu Anfang der Karriere gewesen wäre, das hätte schon einen schönen Knick gegeben. Aber am Ende war er über alle Zweifel erhaben. Er hat mit Franke so gute Sachen gemacht, so viele Nationenpreise auch mitgewonnen in Aachen, super gelaufen, alle anderen Prüfungen. Ja. Ja, und seine Nachkommen kein Problem am Wasser, ne? Bestätigen, dass das nicht erblich bedingt gewesen ist. Wenn man sowas erlebt hat, nicht, und Jahr für Jahr dann nach einem großen Preis guckt, dann hat man schon Verständnis für die mit dem Topfpferd dahin gegangen sind und an diesen Dingen dann scheitern und kann denen so ein bisschen mitfühlen, was da abgeht. Ne? Ja. Erinnern Sie sich an den Tag im November 2014, als Sie davon erfuhren, dass Cassini verstorben ist? Ja, das war so, dass mich früh morgens Peter Dietrichsen von den Chauffeuren anrief. Er war derjenige, der unsere Rentner immer dankenswerterweise bei sich aufgenommen hat und die da ein tolles Leben auf der Insel hatten. Und er sagte, ich war im Stall und guckte da mal hin und der ist nicht aufgestanden zum Fressen und ich bin hingegangen und der Hengst war kalt und tot und der hat sogar gerade eingeschlafen wäre. Also das, was man sich eigentlich so als Ende für so einen langjährigen Wegbegleiter wünscht. Ja, und da wurde aber wahrscheinlich keine Obduktion oder so. Nein, der ist einfach, kann man auf jeden Fall gar nicht. Da gibt es nur einen Tierarzt, der ist für alles zuständig. Und, ja, im Alter von 26 wird das wahrscheinlich dann auch natürlich. Also da freut man sich ganz ehrlich, dass das so denn endet in aller Ruhe. Ja. Wünscht man ja jedem Menschen, dass er nur so einschläft und eigentlich, genau, wird er wahrscheinlich das ist ein gutes Ende. Ja, wird er wahrscheinlich nicht gelitten haben. Kommen wir zur letzten Frage. Was sind die 3 Dinge, an die Sie immer denken müssen, wenn Sie an Cassini denken? Also das erste ist diese persönliche Verbindung zu Herrn Kraut, die uns beiden als Person viel gebracht hat und auch dem Holsteiner Verband viele Möglichkeiten eröffnet hat. Dann als jemand, der hier an der Stelle für den Einkauf und für den Sporteinsatz der Hengste zuständig ist, wenn man dann das erste Mal so einen Hengst hat, der Nationenpreis für Deutschland in Aachen geht, ist schon ein Moment, der einen auch bestimmt bewegt. Ja, und wenn man dann zurückguckt, wie der Aachen, dass so ein Hengst wie Kumano in Deutschland Weltmeister wird, in so einem Umfeld, also das ist, glaube ich, schon für den Hengst, für den Holsteiner Verband und für mich persönlich schon irgendwo eine gute Sache und auch das, wofür man arbeitet. Ja, super. Vielen Dank. Ja, Cassini, ein Wahnsinnshengst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das Gespräch super interessant. Auch die Einblicke in den Holsteiner Verband und wie dort
Kauf, Aufzucht und Sport gehandhabt werden, finde ich irgendwie faszinierend. Die nächste Folge wird erst in 4 Wochen erscheinen. Wir legen eine kleine Sommerpause ein und danach können wir dann hoffentlich endlich mit den lang ersehnten Dressurhengsten fortfahren. Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback bei Instagram, per Mail und besonders auch über Rezensionen bei Apple Podcasts. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und bleibt gesund. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.